Hallo ihr Lieben, der Rhabarber ist wieder da und ich habe die allerersten Stangen aus unserem Garten geerntet und damit diesen unglaublich saftigen Rhabarberkuchen gebacken. Einfach, schnell und perfekt, um die kurze Saison in vollen Zügen zu genießen. Liebst du auch Rhabarber so sehr wie ich? Dann musst du unbedingt mal diesen saftigen, fluffigen Rhabarberkuchen vom Blech nachbacken. Also, lasst uns direkt loslegen. Für den saftigen Rhabarberkuchen brauchst du 5 Eier, braunen Zucker, Vanillepaste, eine kleine Prise Salz, Dinkelmehl, Backpulver, Backnatron, geschmolzene Butter, Joghurt, gemahlene Mandeln und natürlich den saisonalen Rhabarber. Ich freue mich riesig, den ersten Rhabarber aus dem Garten für diesen leckeren Kuchen zu verwenden und diesen Rezept mit euch zusammen zu backen. Und dann brauchen wir noch die Zutaten für den Streusel. Ich habe schon alle Zutaten hier in meinem Schüssel. Für den Streusel brauchst du kalte Butter, braune Zucker und Dinkelmehl. Und mit dem Streusel werden wir auch jetzt starten. Die Zutaten für den Streusel mit den Händen oder mit einem Mixer kurz mixen, bis eine streuselartige Konsistenz entsteht. Dann den fertigen Streusel kalt stellen. Der Streusel wird kalt gestellt, bis wir ihn später für den Kuchen brauchen. Und so, wenn er in dieser Zeit noch kalt wird, wird er ganz knusprig. Und jetzt werde ich noch den Rhabarber klein schneiden. Erst die Enden entfernen und dann in solche Stücke schneiden. Dann lassen wir den Rhabarber erst zur Seite und werden den Teig zubereiten. Für den Teig erst die Eier in eine große Schüssel geben mit Zucker, Vanille und eine kleine Prise Salz und 5 bis 10 Minuten schlagen, bis es richtig schön luftig und cremig wird. Dann, wenn die Masse so richtig schön cremig geworden ist, gibst du noch das geschmolzene Butter dazu. Es soll geschmolzen und leicht abgekühlt sein und dann nochmal kurz weiterschlagen. Nur ganz kurz und dann brauchen wir den Mixer nicht mehr. Wir werden jetzt mit dem Spatel weitermachen, so bleibt der Teig richtig schön luftig. Dann gibst du noch Backpulver und Backnatron zum Mehl und das Ganze kurz vermischen. Ich verwende für meinen Kuchen heute die Kombination aus Dinkelmehl und gemahlenem Mandeln. Ich finde, dass so wird der Kuchen noch saftiger und luftiger und aus diesem Grund verwende ich eigentlich für meist meine Kuchenrezepte in der letzten Zeit Dinkelmehl. Und jetzt werden wir abwechselnd die Mehlmischung und Joghurt zum Teig heben. Die Mehlmischung durch ein Sieb ins Teig geben und dann vorsichtig so reinheben. Dann, wenn es vermischt ist, gibst du einen Teil Joghurt dazu und dann auch kurz vermischen und dann wiederholen, bis du das ganze Mehl und Joghurt dazugegeben hast. Zum Schluss noch die gemahlene Mandeln dazugeben und auch vorsichtig in das Teig heben. Das fertige Teig soll so aussehen und dann nimmst du ein Backblech, bedeckst das mit Backpapier und ich verwende noch so einen Backrand und das Teig gleichmäßig auf das Backblech verteilen. Dann den Star unseres Kuchens holen, den Rhabarber und auf das Teig verteilen. Und jetzt ist der Kuchen voller Rhabarber, so richtig viel Rhabarber. Und jetzt brauchen wir nur noch den Streusel. Der Streusel ist richtig schön kalt und den Streusel jetzt gleichmäßig auf den Kuchen verteilen. Und jetzt haben wir noch richtig viel knusprigen Streusel auf den Kuchen. Und jetzt
wird der Kuchen gebacken und die genaue Backanleitungen mit den ganzen Mengenangaben findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor du den Kuchen aus dem Backofen holst, solltest du erst eine Stäbchenprobe machen. Dann den Kuchen aus dem Backofen holen und auf einem Abkühlgitter kurz abkühlen lassen. Danach den Backrand entfernen, wenn du einen Backrand verwendet hast, und danach den Kuchen komplett abkühlen lassen. Mein Kuchen ist fertig gebacken und es ist wirklich schön geworden und es duftet richtig lecker. Und obwohl der Kuchen noch nicht ganz abgekühlt ist, dachte ich, dass ich direkt mir ein Stückchen nehme. So, ich zeige euch noch den Anschnitt. Man sieht, wie saftig und luftig der Kuchen ist. Und jetzt werde ich direkt probieren. Der Kuchen ist richtig lecker geworden, super luftig und fluffig, und ich liebe diese Kombination von den sauren, leicht sauren Rhabarber mit den süßen, knusprigen Streusel. Es passt einfach wunderbar zusammen, und wenn du auch Rhabarber liebst, dann musst du diesen Kuchen unbedingt mal testen. Ich liebe so einen Kuchen am besten pur genießen. Es hat richtig viel Geschmack und schmeckt so auch wunderbar, aber du könntest den Kuchen auch mit Sahne servieren, mit Vanilleeis oder Vanillesoße, oder du könntest auch etwas Eierlikör dazu geben. Würde auch wunderbar zusammenpassen. Und ich habe ein leckeres Eierlikör-Rezept dafür, den ich für dich hier verlinken werde. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie du den Rhabarberkuchen am liebsten servieren würdest. Mit etwas Sahne, Vanilleeis oder Vanillesoße. Ich bin gespannt. Und wenn du auf der Suche nach mehr Inspiration für Rhabarber-Rezepte bist, dann werde ich für dich alle meine leckeren Rhabarber-Rezepte hier verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.